Hallo, ich bin die Lena, bin 19 Jahre alt, lebe in Österreich in Vorarlberg, mache zurzeit mein Diplom als Sozialbetreuerin und habe die Diagnose hereditäres Angioödem. Also das HAE verursacht plötzliche starke Schwellungen im ganzen Körper, also vor allem der Gesichtsbereich, aber auch im Bauchraum können Organe betroffen sein. Angefangen hat sie dann mit so 11, 12, wo ich dann wirklich einmal in der Woche beim Hausarzt saß und dann halt immer wieder das Gleiche gesagt bekam, also Stirn- oder Nebenhöhlenentzündung. Sind wir dann mal zu einer Kinderärztin gewechselt, zu einer privaten, und die war da sehr genau und auch sehr dahinter. Die hat dann im Prinzip dann wirklich mich zu Spezialisten überwiesen und dann kam ich irgendwann mal auf die Dermatologie. Und dann wurde ich 2 Jahre eigentlich wie Urtikaria-Patientin behandelt. Dann bin ich in ein anderes Krankenhaus und dann hat dort jemand, an Primar hat dort jemand gekannt, eine Ärztin, die auf HAE spezialisiert worden ist. Dann war eigentlich für sie ziemlich schnell mal klar, auch mit dem HAE-Tagebuch, was man so schön führt, mit dem jeden Tag ausfüllen, was man alles hat, mit der Schmerzskala, was angeschwollen ist. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die man dann, oder auch Bilder. Ich habe ganz viele Bilder gemacht, immer wenn ich ein geschwollenes Gesicht gehabt habe. Das war dann unsere Monstergalerie. Ja, die habe ich dann auch präsentiert, ganz stolz. Und das war für sie dann eigentlich ziemlich schnell mal klar, dass das HAE ist. Also die Diagnose HAE zu bekommen, ist natürlich keine leichte. Es bedeutet ja, dass man lebenslang an der Erkrankung leidet. Also im Endeffekt war es eigentlich nur Erleichterung im ersten Moment. Und erst danach kommt das, was bedeutet das, die Auswirkungen langfristig gesehen. Also man hat viel gefehlt in der Schule, die Fehlstunden, das wieder alles aufarbeiten. Natürlich hat man auch so den sozialen Kontakt dann irgendwie verloren. Die Lehrer waren sehr oft skeptisch und haben, vermute ich, auch sehr oft gedacht, dass ich wirklich irgendwie mir was einbilde, dass ich Schmerzen habe oder dass ich einfach keine Lust auf die Schule habe oder sonst irgendwas. Aber eigentlich war ich ja ziemlich gute Schülerin. Aber so Sachen wie zum Beispiel Freunde treffen oder sowas, kann schon sein, dass ich mal dann auch spontan absagen muss, weil halt dann plötzlich Erschwellung da ist. Man lernt Sachen nicht mehr aufzuschieben und darauf zu warten, bis dann irgendwann mal passt, sondern man macht es gleich und man lebt dann auch den Moment. Es hat halt verschiedene Herausforderungen, also ob es jetzt eher so Beziehung, Partnerschaft oder Freunde oder auch eben Ausziehen, Berufsleben. Also erfordert ziemlich viel Offenheit auch. Ich hab's und das ist schon ein Teil von mir, ein ziemlich großer, aber es definiert mich nicht. Also ich lasse die Krankheit nicht entscheiden, wie mein Leben gestaltet.